Hallo und willkommen in meiner Welt. Ich bin Hermann und ich möchte heute wieder meinen freien Tag etwas nutzen und mich in der Natur etwas bewegen. Ich bin hier in der Nähe vom Westensee und möchte heute einen Berg erklimmen. Okay, wir sind immer noch in Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein ist ja eigentlich nicht das Land mit Berge. Der Berg ist auch nur 94 Meter hoch. Und er nennt sich der Kieler Berg. Falls euch das interessiert und ihr sehen möchtet, was ich hier auf meiner Tour erlebe, dann bleibt gerne dran. Und wer natürlich neu ist und gerade zufälligerweise hier eingeschaltet hat, lasst auch gerne ein Abo da. Dann gehen wir mal in diese Richtung und mal schauen, was heute so passiert. Da seht ihr wieder mal, dass es hier doch ganz schön schlammig ist. Heute Morgen waren meine Schuhe noch geputzt und ja, ein Schlammloch und dann ist wieder alles dahin. Mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt, weil der Boden ist doch noch ganz schön feucht. Das Wetter ist heute ziemlich wechselhaft, gerade auch sehr windig. Zum Glück hatte ich den Regen noch ein bisschen abgewartet. Ihr hattet es ja zum Anfang gesehen, dass es doch etwas geschüttet hat. Jetzt hoffe ich, dass es, bis ich wieder beim Auto bin, trocken bleibt. Gerade habt ihr gesehen auf dem Wanderwegschild, dass ich hier unterwegs bin im Naturpark Westensee. Er ist benannt nach dem 7 Quadratkilometer großen Westensee, der hier in der Nähe ist. Und das Gebiet umfasst ungefähr 250 Quadratkilometer. Das wusste ich selbst noch nicht, dass das Gebiet so groß ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein Teilstück dieses Wanderweges entlang laufen, aber ich kann euch schon mal sagen, zu dieser Jahreszeit festes Schuhwerk und auch dichtes Schuhwerk. Die Überjacke musste jetzt aus, weil es wurde doch langsam warm. Naja, wir haben so langsam Ende März und da kann man die Wärme und die Sonne sehr gut gebrauchen. Wobei heute sind gerade mal Temperaturen von 8 bis 9 Grad angesagt. Aber durch die Sonne erscheint es diesmal doch viel wärmer. Und es ist heute nicht so der Wind, zumindest gerade nicht. Zum Anfang hatte ich das ja. Und da ist das dann auch nicht so kalt, wie ihr das in dem Video gesehen habt, wo wir auf Fehmarn wandern waren. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das Video oben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Da versteckt sich gerade Dammwild, ungefähr von 10 Tieren. Die habe ich vorhin gerade schon gesehen, wo ich sie aufgeschreckt hatte. Da sind sie über den Weg gelaufen. Ich hoffe, ihr könnt sie jetzt ein bisschen bewegen sehen. Jetzt laufen sie da hinten weiter und gehen durchs Unterholz weg. Also sie merken mich. Tiere zu beobachten ist immer sehr interessant, vor allem in ihrer natürlichen Umgebung. Falls euch dies interessiert, dann schaut gerne einmal auf meinem anderen Kanal Hermann 1250. Dort habe ich einige interessante Tieraufnahmen mit meinen Wildkameras gemacht.
Da ich euch gerade das Schild gezeigt habe, Wildruhezone nicht betreten, noch eine kleine Info von mir. Seit dem 1. März bis ungefähr 15. Juni, das ist manchmal vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, sind Hunde an der Leine zu führen in Wäldern und Naturschutzgebieten. Ich würde mich sehr freuen, dass ihr euch daran haltet, weil ab und zu, wenn ich die Wildkameras einsammle, die Videos zeige ich ja auf meinem Zweitkanal Hermann 1250, habe ich ab und zu immer welche, wo ich sie darauf hinweisen muss, ihre Hunde anzuleihen. Also leint eure Hunde an. Das hängt nämlich auch damit zusammen, dass gerade Brut- und Setzzeit ist und zum Beispiel die Rehe, wenn die gesetzt werden, die werden natürlich hingelegt und werden durch die Hunde gestört. Genauso Kaninchen, und es gibt bei den Vögeln auch Bodenbrüter, die bei ihrer Brut denn gestört werden. Das war jetzt die erste Einfahrt der 2 Wanderparkplätze. Ich stehe auf dem zweiten, der ungefähr 500 Meter weiter in diese Richtung ist. Aber ich wollte ja noch nicht den Wanderweg beenden. Ich muss nämlich noch hoch zum Kieler Berg, was ja für heute das Ziel ist. Und da habe ich eine zweite Herde. Ich glaube, bei Dammhirschen und Rehen heißt das, glaube ich, Sprung. Die Jäger unter euch, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie das richtig heißt. Aber das waren ein paar mehr Tiere wie vorhin. Die gingen so grob an die 15 Tiere. Und hier waren hauptsächlich Hirsche. Hier eine der wenigen Bänke auf dieser Runde, wobei ein sehr schöner Blick. Aber diese Bank könnte wohl ein bisschen Liebe gebrauchen. Ich werde mal weiter und ich hoffe, auf dem Kieler Berg ist auch eine Bank, weil da könnte ich dann auch noch einen Tee trinken. Ich habe ihn bezwungen, den Kieler Berg. 94 Meter hoch. Das letzte Teilstück ging ziemlich steil bergauf, gefühlt komplett so 45 Grad nach oben und auf einmal die 94 Meter. Und dieser Stein kennzeichnet die höchste Stelle. Hier oben ist zwar keine Bank, aber ich werde trotzdem gleich mal einen Tee trinken. Warum das hier eigentlich Kieler Berg heißt, kann ich euch gar nicht sagen, weil hier ist leider keine Infotafel dazu. Ich nehme an, wenn hinter mir die Bäume nicht wären, könnte man wahrscheinlich bis nach Kiel blicken. Das ist aber nur eine Vermutung, und wenn natürlich demnächst die Blätter an den Bäumen sind, wird man natürlich noch weniger sehen. Aber es ist natürlich ein schöner Zielpunkt für diese Wanderung. Ja, endlich mal eine schöne Bank gefunden, und hier kann ich gleich noch das Fazit geben zu diesem Wanderweg, weil ich komme gleich auf dem ersten Ende an, wo ich die schlammigen Schuhe bekommen habe. Der Wanderweg ist sehr schön, er führt komplett durch den Wald bis auf ungefähr so 200, 300 Meter, wo es an der Straße entlang geht, aber diese sind zu vernachlässigen. Die Wege sind durch den Forstbetrieb sehr weit ausgebaut. Was ein Manko ist, hier gerade nicht, weil da drüben steht auch noch eine Bank. Es gibt
zu wenig Bänke hier. Es ist ja ein ausgewiesenes Wandergebiet, was ein großes Wanderwegnetz hat, hier im Naturpark Westensee. Und da könnte man noch ein paar mehr Bänke aufstellen. Wobei durch die Forstwirtschaft hat man immer die Möglichkeiten, sich auf Baumstämmen oder sowas hinzusetzen. Da sollte man aber natürlich was drunter legen. Die Strecke, wenn ich wieder beim Auto bin, ist so grob 11 Kilometer. Ich werde natürlich diese Strecke euch wieder unten verlinken, falls ihr die mal nachwandern wollt. Hier gibt es auch größere Strecken von bis zu über 20 Kilometern. Da werde ich vielleicht mal im Sommer eine raussuchen und dort mal lang wandern. Ich werde zu diesen Wanderwegen auch noch eine zusätzliche Homepage unten mit verlinken, wo einige Wege mit drauf sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir ein Like dafür. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und wer natürlich neu ist hier, lasst gerne auch ein Abo da. Das ist komplett kostenlos. Dann heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.